I want to welcome everybody to the third meeting today. Ich möchte euch alle willkommen heißen zu diesem dritten Treffen heute. As mentioned in all the debriefs before, this will be a question and answer session. Wie bereits angekündigt, handelt es hier sich um eine Frage- und Antwortstunde. Because we have so many people, what I've decided to do Wir haben so viele Leute und ich habe deswegen entschieden, is to ask several members to ask questions directly to Pedro live. ich bat mehrere Mitglieder, direkt Pedro live Fragen zu stellen. I think I have approximately 10 or 11 written questions. Ich habe ungefähr 10 oder 11 geschriebene Fragen. If the live questions are exhausted, we'll move on to the written ones. Wenn wir mit den Live-Fragen fertig sind, dann werden wir übergehen zu den geschriebenen Fragen. Pedro is preparing to set himself up. Let's open with a word of prayer. Pedro bereitet sich vor. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Holy God, we thank you Heiliger Gott, wir danken dir, that we can have the privilege of coming together to open and study your word. dass wir das Privileg haben, zusammenzukommen und dein Wort zu studieren. As we study the subject of Acts 27, Wenn wir das Thema von Apostelgeschichte 27 studieren, its relation to the institutions, und die Beziehung zu den Institutionen, both internally and externally, sowohl intern als auch extern, and also to the Sunday law, und auch in Bezug auf das Sonntagsgesetz, we ask and pray that you would bless this question and answer session, da bitten wir dich, dass du diese Frage- und Antwortstunde segnen mögest. and may each of us have a clearer understanding of what is being taught. Und dass jeder von uns ein klareres Verständnis haben möge von dem, was gelehrt wird. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, Amen. So if you can set your video up. So I'm going to ask if Aaron can ask the first question. Wir bitten Aaron, die erste Frage zu stellen. I cannot hear you. I think you're muted. You're on mute, Aaron. Good start. Can I just check your methodology on the anchors? Ich möchte deine Methode Yes. über die Anker prüfen. So you discovered Biden by going to the root word in Greek. Du hast beiden entdeckt, indem du zur Wurzel des Wortes beiden gegangen bist. But for Kamala, you used an entirely different methodology. Aber für Kamala hast du eine komplett andere Methode benutzt. You said a boat and an anchor look like a lotus flower. Du hast gesagt, ein Boot und ein Anker sehen aus wie eine Lotusblüte. So William Miller tells you to trace your symbol through the Bible. William Miller sagt, man soll das Symbol durch die Bibel hindurch verfolgen. He ran taken away through the Bible. Er ging durch die Bibel hindurch. And that would be the same as you running the word cast or dropped through the Bible. Und jetzt liegt es an dir, das Wort werfen oder hinablassen durch die Bibel hindurch zu ziehen. Elder Jeff ran chariots and horses through the Bible. Ältester Jeff hat die Wagen und die Reiter durch die Bibel hindurch geprüft. And that would be the same if you ran anchors through the Bible. Jetzt wäre die Frage, kannst du genauso das Wort Anker durch die Bibel hindurch prüfen? When Elder Tess wanted to know what a ship represents, Als älteste Tess wissen wollte, was ein Schiff repräsentiert, she did the same. da hat sie das Gleiche gemacht. And if you run ship through the Bible, it can represent a church. Und wenn du das Wort Schiff durch die Bibel hindurch betrachtest, repräsentiert es eine Gemeinde. But what I think you've done
Aber ich denke, du hast getan. You say, I want to know what the anchors symbolize. Ich möchte wissen, was das Wort Anker symbolisiert. So I'm going to find something that looks like a boat and an anchor. Also suche ich etwas, das so aussieht wie ein Boot oder ein Anker. Then you said, well, a lotus flower looks like a boat and an anchor. Dann hast du gesagt, okay, eine Lotusblüte sieht aus wie ein Boot und ein Anker. And then you've looked for something in the modern world, which means lotus. Und dann hast du nach etwas geschaut in der modernen Welt, was Lotus bedeutet. And that's how you decided that the anchors represent Kamala. Und so hast du entschieden, dass das Wort Anker Kamala repräsentiert. So that would be like Jeff saying, what looks like a horse? Das wäre so, wie wenn Jeff sagen würde, was sieht aus wie ein Pferd? Maybe a dog or a deer or something. Vielleicht ein Hund oder ein Reh oder so etwas. And then Jeff would have had to find something in the modern world that means dog or deer. Und dann müsste Jeff etwas in der modernen Welt suchen, was Hund oder Reh bedeutet. And he would have come to the wrong conclusion. Und er würde zur falschen Schlussfolgerung kommen. If Elder Tess did what you're doing with the same ship, Wenn älteste Tess das Gleiche tun würde mit dem gleichen Schiff, she'd say, what looks like a ship? würde sie sagen, was sieht aus wie ein Schiff? Maybe a duck sitting on water or a shipping buoy or something like that. Vielleicht eine Ente, die auf dem Wasser sitzt oder etwas anderes Schwimmendes. And then Elder Tess would have had to find something in the modern world that means duck. Und dann müsste älteste Tess etwas in der modernen Welt finden, das Ente bedeutet. So I'm thinking that you're interpreting symbols in a way no one has ever done before. Also ich denke, du interpretierst die Symbole auf eine Art und Weise, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. Because the message doesn't look like rain, Denn die Botschaft sieht nicht nach Regen aus and a lamb doesn't look like Jesus, und ein Lamm sieht nicht nach Jesus aus and a field doesn't look like a church. und ein Feld sieht nicht aus wie eine Gemeinde. And if you agree and you just say, okay, I got that bit wrong, let's just skip that bit. Und wenn du damit einverstanden bist und sagst, okay, das habe ich falsch, lass uns das überspringen, I think your prediction would just fall apart when Biden stepped down for obvious reasons. ich denke, deine Vorhersage würde auseinanderbrechen, wenn Biden abtritt, aus offensichtlichen Gründen. Thank you. Before you speak, Pedro, Aaron, could you just, some of us may not have caught all the points that you're making or the objections that you're bringing forth. Can you summarize it in sort of either very short sentence or like bullet points so that Pedro can answer some specific points and maybe and broadly speaking, some people may have missed what the point you're making. Aaron, könntest du noch mal Yes. ganz kurz zusammenfassen, was dein Punkt ist? So in the past, we've always run our symbol through the Bible to see what it symbolizes. In der Vergangenheit haben wir die Symbole durch die ganze Bibel hindurchgezogen, um zu sehen, was sie symbolisieren. When you did that with Biden, you kind of did it, but with a bit of a twist, but that's okay. Du hast das so ähnlich gemacht mit beiden, ein bisschen verdreht, aber das ist in Ordnung. But when you come to Kamala, you used the methodology never before used. Aber mit Kamala hast du die Methode benutzt, die zuvor noch nie benutzt worden ist. Instead of running anchors through the Bible to see what they represent, Anstelle davon, dass du Anker durch die Bibel hindurch siehst und schaust, was sie repräsentieren, you said, let's find something that looks like a boat and an anchor. hast du gesagt, lass uns etwas finden, das so aussieht wie ein Boot und ein Anker. You said a lotus flower. Du hast gesagt, eine Lotusblume. And then you say, then you look for the meaning of lotus in the modern world. Und dann hast du nach der Bedeutung von Lotus in der modernen Welt geschaut. Does that make sense? Macht das Sinn? Does. Just quickly, because I need to choose translator. If not, I wouldn't be able to listen. Ich muss den Übersetzer kurz wechseln.
Are you there, Lisa? Okay. Well, thank you for your question, Aaron. Danke für die Frage, Aaron. First of all, I want to say that I'm open Zuerst einmal möchte ich sagen, ich bin offen dafür, to the possibility of finding symbols in a new way, für die Möglichkeit, Symbole auf eine neue Art und Weise zu finden, even if it's something that has never been done before. auch wenn es etwas ist, das nie zuvor getan wurde. I want to be also honest. I didn't run the word anchors through the Bible as you suggested. Ich möchte auch ehrlich sein, ich habe das Wort Anker nicht durch die ganze Bibel hindurch gesucht, wie du So vorgeschlagen I think hast. I will have to catch up with that. Also ich denke, ich muss da aufholen. I also think that we tend to see too much emphasis in the name meanings. Ich denke auch, wir betonen zu sehr diese Namensbedeutungen, When we should be focusing on the structure. wenn wir uns auf die Struktur fokussieren sollten. So I could debate about the technicality if what I did with Kamala or Biden is correct. Also wir könnten debattieren darüber, ob das richtig war, was ich getan habe mit dem Namen Kamala oder Biden, ob das so richtig ist. But what I feel I'm ready to defend Aber ich bin bereit zu verteidigen, is that in 2021 we have the anchors dass wir 2021 die Anker haben and they stop the ship from crashing. und sie verhindern, dass das Schiff zerbricht. Right when we have American democracy almost falling. Genau da, als wir die amerikanische Demokratie hatten, wie sie fast Even if we didn't have gefallen Biden ist. or Kamala, Auch wenn wir nicht Biden oder Kamala dort haben. I believe I would still arrive to the conclusion that it is a democratic presidency. Also auch ohne Biden oder Kamala würde ich immer noch zur Schlussfolgerung kommen, dass es sich um eine Then demokratische the fact that Präsidentschaft handelt. anchors seem to be related to Biden in one way, Die Tatsache, dass Anker irgendwie zu Biden passt or to Kamala in a sort of interesting imagery, und auch zu Kamala in einer Art eines interessanten Bildes, it kind of seems to be just a nice hint. das scheint mir einfach nur als netter Hinweis. But even if you remove the names I just said, Aber auch wenn du die Namen entfernst, wie ich gerade gesagt habe, the anchors would be a democratic presidency. dann sind die Anker immer noch eine demokratische Präsidentschaft. Pedro, could I just ask a follow-up question? Ich Ja. möchte darauf eine weitere Frage stellen. Do you agree between the front and back anchors, you're using completely different symbols or applications for the same symbol? Stimmst du damit überein, dass du für die Anker am Ende des Schiffs und für die Anker vorne am Schiff eine komplett andere Auslegung für das gleiche Symbol verwendest? I think that's Aaron's point. Ich glaube, das ist der Punkt von Aaron. So that in one place it is Biden and in the other is Kamala. That's the difference? No, Du meinst, der Unterschied ist, The dass approach. einmal ist es Biden und einmal ist es Kamala? the methodology for one set of anchors is one model, and for the other set of anchors, you're using a different methodology, and yet the symbol is the same. Für die einen Anker benutzt du eine komplett andere Methode und dennoch ist das Symbol das gleiche. His problem is you're using different methodology for the same symbol. That's the crux of his point. Sein Problem ist, dass du für das gleiche Symbol eine andere Methode verwendest. I see his Do you point. see that? Okay. The second question then, based upon what you said, Die zweite Frage, basierend auf dem, was du gesagt hast, if you take all the symbology of anchors out, wenn du die ganze Symbolik der Anker herausnimmst, so you no longer have Biden and you no longer have Camilla, also du hast nicht mehr Biden und hast nicht mehr Kamala, you're saying you have the same conclusion. dann hast du immer noch die gleiche Schlussfolgerung. Is that Yes. correct? Okay. Ist das richtig? Ja. Arian, over to you.
Arian? Yes. Hi, Pedro. This is a question I've asked you before, and you've answered it as well. Diese Frage habe ich dir schon zuvor gestellt und du hast das auch schon beantwortet. But a short introduction. A short introduction to my question. Eine kleine Einführung auf meine Frage. You mentioned in your study that verse 30 is the Sunday law. In deinem Studium hast du erwähnt, dass Vers 30 das Sonntagsgesetz ist. Because Ellen White says there, at the break of day, etc., etc. Weil Ellen White sagt, zum Tagesanbruch und so weiter. Can I stop you for a moment? Pedro, can you show the whiteboard as Arian is giving the introduction so we can see the whiteboard of what he's referring to? Pedro, Arian. Kannst du das Whiteboard Yes. zeigen, damit wir wissen, um was es geht? Just a second. You carry on, Arian, don't wait. All right. So you're saying the Sunday law starts at verse 30? Also du sagst, das Sonntagsgesetz beginnt am Vers 30. So you didn't say it with these words, but my conclusion from what you said today was that the Sunday law is from verse 30 all the way to the end of the chapter, verse 44, 45. Meine Schlussfolgerung ist von dem, was du gesagt hast, dass das Sonntagsgesetz von Vers 30 beginnt bis zum Vers 40 oder 45 weitergeht. Is that correct? Do you see Ist 30 to das 44 richtig? as the Sunday law? Also 30 bis 44 als das Sonntagsgesetz? I see Sunday law being verse 41. Ich sehe das Sonntagsgesetz in Vers 41. I'm not listening to my translator Ich höre meinen Übersetzer nicht. because if I need to switch back and forth. Is it a possibility that I can see Elisa in the camera so I know when she stops? You can Probably hear her? would. Okay. So I believe Sunday law or shipwreck, it's verse 41. Ich glaube, das Sonntagsgesetz oder Schiffbruch ist Vers 41. But I suggested that shipwreck it's unavoidable from verse 30 when they lost the boat. Aber ich schlage vor, dass ab Vers 31 Schiffbruch unvermeidbar ist, dort wo Then sie das in Boot verse verlieren. 40, it's where the anchors are taken up. Dann in Vers 40 So ist es, wo I sie die would Anker say herausziehen. that in verse 40, clearly the ship hasn't crashed to the island. Ich würde sagen, in Vers In 41, 40 it does. ist das I Schiff just noch wanted to nicht. emphasize that verse 30 is a decision that is made. Do you have a Yeah. translator, Pedro? Because my translator is running at the same time when you talk. Elisa, Sorry. you're right. Elisa, I either was- he's not hearing you or you're going too fast. One It's of my the two. fault. It's my fault. Sorry, Alyssa. I will go back a little bit. You can't hear her, or The thing is that if I listen to her, then I can listen to you. Aha. So yeah, but your translation silences him a little bit. So what I said is, okay, so I just said that verse 41 is shipwreck Also ich habe gesagt, Vers 41 ist Schiffbruch. for that Sunday law. Then I Und said, das ist das Verse 40 is Sonntagsgesetz. when those anchors are taken up, Vers 40 sind, wenn die Anker herausgezogen werden. which I believe to be Biden's end of presidency. Das ist das Ende der Präsidentschaft von Biden. Verse 30 will just be the decision that made it inevitable to Ja. shipwreck. Vers 30 ist die Entscheidung, die Schiffbruch So unvermeidbar macht. if I'm forced to see the Sunday law in a period, I would choose Also verse wenn- 30 as the beginning. Wenn ich gezwungen bin, das Sonntagsgesetz in einer Periode zu betrachten, würde ich Vers 30 als den Anfang nehmen. But this doesn't deny the fact 41, it's when they crash. So that is Sunday law. Aber Vers 41 ist da, wo sie Schiffbruch begehen. Das ist das Sonntagsgesetz.
So you're saying January 6th to January 20th, that's the period. And verse 30 is then January 6th. Also du sagst, Yes. der 6. Januar bis zum 20. Januar, das ist die Periode. Und Vers 40 ist dann der 6. Januar. Pedro, could you draw that on your board, please? The verses and the events. Kannst du das bitte auf die Tafel zeichnen, die Verse und das Ereignis? Let me do it like this. Okay. So my question is, or actually the question that I want to ask is, when Elder Tess started on Acts 27, Meine Frage ist, als älteste Test über Apostelgeschichte 27 begann, she recognized Midnight Cry. hatte sie den Mitternachtsruf erkannt. That I think she recognized it verse 27, 28. Zuerst Vers 27 und 28. And then she recognized Sunday law, which was 40 and 41. Und dann hat sie das Sonntagsgesetz erkannt, Vers 40 und 41. One moment. Pedro, could you go to the bottom of your sheet and start clean so it's in order? Pedro, kannst du ganz unten und ein neues Papier anfangen, damit wir es richtig haben in der Reihenfolge? So, and that was because Elder Tess then marked the 273 in the middle. Also älteste Tess hat dann in der Mitte die 273 markiert. And that is verse 37. Und das ist Vers 37. And it was for her very important that this number 273 was marked in the middle between the midnight cry and the Sunday law. Und es war ihr sehr wichtig, dass diese Zahl 273 in der Mitte zwischen dem Mitternachtsruf und dem Sonntagsgesetz markiert war. Because it's a symbol for the Levites in this time period of the harvest of the Levites. Weil es ein Symbol für die Leviten ist, in dieser Zeitperiode der Ernte der Leviten. And also with her move to the story of Pyrrhus, Und auch mit ihrem Sprung zur Geschichte von Pyrrhus. she marks the 273 between midnight cry and Sunday law. Da markiert sie die Zahl 273 zwischen dem Mitternachtsruf und dem Sonntagsgesetz. And now in your application, verse 37 would be at the Sunday law. Und in deiner Anwendung wäre jetzt der Vers 37 am Sonntagsgesetz. What would be yours? Did you have thought about it, or? Yes, yeah, of Hast du course. darüber nachgedacht? Before you answer, Pedro, Aaron, can you just summarize what you're saying on that board work? What's the objection and the problem for you? Arian, bitte um eine Zusammenfassung, was du hier siehst. Was ist dein Argument? My problem is that Elder Tess marked verse 37 between midnight cry and Sunday law. Mein Problem ist, dass älteste Tess den Vers 37 zwischen dem Mitternachtsruf und dem Sonntagsgesetz markiert hat. And that was very important because that was fundamental to her structure. Und das war sehr wichtig, weil das grundlegend war für ihre Struktur. And what I understand from your presentation now is that verse 37 belongs to the Sunday law. Und was ich von deiner Präsentation jetzt verstanden habe, ist, dass der Vers 37 zu dem Sonntagsgesetz gehört. And that doesn't seem in line with what Elder Tess said. So I'm wondering. Und das scheint mir nicht gleich zu sein mit dem, was älteste Tess sagt. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das Okay. richtig ist. So the beginning of my On your response. Sorry, is two on your questions. board, Oh, you sorry. have 3032/4041. Yeah. Is that An- verse? An der Okay. Tafel hast du Ja, those are 30 verses. bis 32, Schrägstrich 40 bis 41. Is that verse 30 to 41? Ist das Vers 30 bis 41? That's part of Arian's question, I guess. Das ist Yes. Teil der Frage von Arian. Yes.
Okay, so in summary, what I said is verse 30 is in the year of the Sunday law at least. Ich habe gesagt, dass der Vers 30 sich im Jahr des Sonntagsgesetzes But befindet. then when you continue reading, Aber wenn wir dann weiterlesen, chronologically, in order, sorry, chronologisch, also in der Reihenfolge, this is the verse where we see the 273. das hier ist der Vers, wo wir die And 273 so it sehen. seems like I jumped forward. Also es scheint, dass ich vorausgesprungen bin. So my first answer would be a quick question. Meine Antwort wäre, das ist eine gute Do you Frage. remember the portion of Elder Tess talking about that symbol? Erinnerst what du she dich said? an den Teil, wo Älteste Tess über dieses Symbol gesprochen hat? What did she say? Can you answer the questions, Pedro, not Arian? Okay, so I just want to make sure that he had time to watch that. So there's a portion where Elder Tess is talking about this verse Da gibt es einen Teil, wo Älteste In Tess Acts über 27. diesen Vers spricht, in Apostelgeschichte which we 27. understand the 273 to be a symbol of concord. Und da verstehen wir, dass die 273 ein Symbol von And she Concord said- sind. Pretty much this the following. Und sie hat ungefähr das Folgende gesagt. 273, the verse, is not essentially a waymark. 273 ist nicht wirklich eine Wegmarke. And her words were, she said, it's representing the whole period. Sondern es repräsentiert die ganze Periode. The reason I understand what she's saying Ich habe es so verstanden, is because in the line of Acts 27, dass in der Linie von Apostelgeschichte 27 this is Exeter, ist das hier Exeter. and this is the shut door. Und das ist die geschlossene Tür. But 273, it's Concord, Aber 273 ist Concord. but not Concord in Acts 27. Aber nicht Concord in Apostelgeschichte 27, It's going to be Concord in a line that she's going to connect. sondern Concord in einer Linie, die sie hier verbinden möchte. So she would put 273 here. Also stellt sie 273 hier unten hin. We cannot have a Concord after an Exeter. Wir können kein Concord nach Exeter haben. So the way that I see why I jumped the chronological order Also warum ich jetzt diese chronologische Reihenfolge gesprungen bin, it's based on the themes. basiert auf dem Thema. You see that in Acts 27, there's verses that talk about interactions within the ship, Apostelgeschichte 27 hat Verse, wo über die Interaktion innerhalb des Schiffs gesprochen wird. certain things that people do and say. Gewisse Dinge, die Leute tun und sagen. And then there's the things that are related strictly to the ship. Und dann gibt es Dinge, die direkt zum Schiff im Zusammenhang stehen. My answer would be that in the application, Meine Antwort wäre, dass in der Anwendung after verse 30, ab Vers 30 which would be verse 31 to Vers 31 39, bis 39 no, actually 38, oder 38, 31 to 38. 31 bis 38, This is a parenthesis das ist in Klammern. talking about the experience of the people within the ship Da wird über die Erfahrung der Menschen im Schiff gesprochen and not about the ship itself. und nicht über das Schiff selbst. That's the way I see it. So sehe ich das. Can I give a short follow-up response / question? Kann ich noch mal kurz eine Frage stellen? Yes. So let's say that that's okay. So basically you're saying in Acts 27, 273 is not a waymark, but it represents the whole period. Also lasst uns sagen, das ist okay. In Apostelgeschichte 27 ist das nicht eine Wegmarke, Another sondern test eine said ganze Periode. I Das agree. hat älteste Tess gesagt, ja. Okay, and only when you bring it to the story of Pyrrhus, it becomes a waymark. Also Exactly. erst wenn du es zur Geschichte von Pyrrhus bringst, dann wird es eine Wegmarke. But then still, I would not
if verse 37 is a symbol, if verse 37 is the Sunday law, then Aber I would wenn say it's a symbol for the Sunday law and not for the whole period. Vers 37 das Sonntagsgesetz ist, dann würde ich sagen, das ist ein Symbol für das Sonntagsgesetz und nicht für die gesamte Periode. But if Because you see it as a parenthesis, Aber it's not siehst du, talking about the dass, sheep. dass es in Klammern steht, also eine eingeschobene Erzählung? Verse 31 Okay. to 38, it's Paul breaking bread with the people, Also Vers 31 bis 37 ist Paulus, der das Brot encouraging them bricht mit den Leuten und sie and ermutigt preparing them for what they have to do. und sie vorbereitet auf das, was sie tun müssen. I don't have an Pedro? application for what that is. Is Ich verse habe keine- 31 to verse 38 the Sunday law history or before the Sunday law history? Sorry, Ist I have said Vers- 31. Ist Vers 31 bis 38 die Sonntagsgesetzgeschichte oder die Geschichte vor dem Sonntagsgesetz? I meant 33, not 31, sorry. 30 to 32, it's still January 2025, according to me. Also 32 ist immer noch der 6. Januar 2025. Sorry for the confusion. So here's On where your- Paul starts on your speaking board- with the people. If you move the Bible, just put the verses where you believe they go. Ich From schreibe auf die verse Tafel, 30 to verse 44. wo diese Verse platziert werden, von Vers 30 bis Vers 44. So I believe it would be the following. Ich glaube, es wäre wie This is why folgt. we're strange. Sorry about that. What I believe is verses 33 to 39, we just confirm. No, 38. Is speaking about the whole period. Vers 33 bis 38 spricht über die gesamte Periode. And I'm taking 33 out to 30. 33 to 38 is pre-Sunday law. Also 33 bis 38 ist vor dem Yeah, Sonntagsgesetz, the whole period in between. die gesamte Pre-Sunday Periode law. zwischen dem Sonntagsgesetz. Pre-Sunday law, yes? Yes. And 30 to 32 is Sunday law, and 39 to 41 is Sunday law. Also 30 bis 32 ist Sonntagsgesetz und 39 Yes. bis 41 auch. If I ask on Arian's behalf, what gives you the license to cut those 5 or 6 verses and move them? Was gibt dir die Lizenz, diese Verse herauszuschneiden und sie zu bewegen? So the only reason I have, besides Elder Test saying that verse 37 represents the whole period, Der einzige Grund, den Not a ich way habe, außer dem, dass älteste Test sagt, dass der Vers 37 eine gesamte Periode I betrifft would und just nicht nur say eine that these Wegmarke. verses are not talking about the experience of the sheep. So it's making, sorry, Ich würde sagen, dass diese Verse nicht über die Erfahrung des Schiffes sprechen, I believe it's expanding about the experience of the people within the ship between this period. I sondern don't es have a geht good da defense. um die Erfahrung der Leute auf dem Schiff innerhalb dieser Periode. You can have a I don't have follow-up any question. stronger evidence for that than what I just said. That's how Ich I habe see it. sonst keine Beweise mehr dafür, aber so sehe ich das. So you're saying 33 to 38 is pre-Sunday law because Elder Tess said so. And Also du sagst, dass 33 bis 38 vor dem Sonntagsgesetz ist, weil älteste Tess es so gesagt hat. and 30 to 32 is Sunday law because you see symbology there. Und 30 bis 32 ist das Sonntagsgesetz, weil du dort die Symbolik siehst. So I would say that again. Sunday law, it's 41. Ich sage das nochmal, das But I believe Sonntagsgesetz ist 30 to 41 32, it's 20 to 35, which is in the year, even the same month. Aber ich glaube, dass 30 und 32 auch 2025 ist, innerhalb des Jahres, innerhalb des gleichen Monats. Do you have a follow-up point, Arian?
No, that was it. Thank you. Yeah, I have one, but that's maybe for the next round. Blessing? Hi, Pedro, can you hear me? Hear you well. All right. So the question I want to ask you right now Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, is related to the application you made to the third shift in Acts 28. bezieht sich auf die Anwendung, die du gemacht hast, auf das dritte Schiff in Apostelgeschichte 28. So generally we understand as a movement Wir als Bewegung verstehen, that a way to confirm that a model is correct dass um ein Modell als richtig zu bestätigen, is if you can take an unrelated story or model and show the same story or the same structure. ist, wenn man eine neue Geschichte, die damit nicht zusammenhängt, nimmt und die gleiche Struktur darin erkennen kann. So an example Als Beispiel is the parable of Matthew 13, the wheat and the tares. das Gleichnis von Matthäus 13, Weizen und Unkraut. Shows a similar pattern to the three angels' messages in Revelation 14. Das zeigt ein gleiches Muster wie die 3 Engelsbotschaft in Offenbarung 14. There are two unrelated stories, Das sind 2 voneinander unabhängige Geschichten, but they bring you to a similar conclusion. aber sie kommen zu einer gleichen Schlussfolgerung, When it comes to how events play out, the structure of the event. wenn es um die Ereignisse und die Struktur der Ereignisse geht. So you can have confidence that it's correct. Also kannst du dich dann darauf verlassen, dass es richtig ist. So what Daniel and Revelation give to us is a structure about the time of the end, which begins in 1798 and extends to the second advent. Daniel 11 gibt uns eine Struktur über die Zeit des Endes, die 1798 beginnt und bis zur zweiten Wiederkunft geht. And particularly Revelation 12 to 19 Und vor allem Offenbarung 12 bis 19 tells many stories, but one of them is the role of the United States, and it extends it from 1798 to the second advent. erzählt viele Geschichten, aber eine davon ist die Rolle der USA und die geht von 1798 bis zur zweiten Wiederkunft. The parable of Matthew 25 is particularly Adventism's parable. Das It Gleichnis explains the von experience of Matthäus the Adventist people. 25 ist insbesondere ein adventistisches Gleichnis. Es erklärt die Erfahrung And when you der look at it, it begins in Adventgemeinde 1798 and extends to the close of probation, second Advent time period. und wenn as wir well. sehen, dass es 1798 beginnt und bis nach dem Ende der Gnadenzeit, also bis zur Wiederkunft, sich erstreckt. So these were truths that were established by our Alpha history. It's not something that we had to figure out. Das sind Wahrheiten, die etabliert wurden in unserer Alpha-Geschichte. Das ist nicht etwas, das wir herausgefunden haben. Then now the test came and did the study of Acts 26 to 28. Älteste Test kam und hat das Studium von Apostelgeschichte 26 bis 28 gegeben. She spoke about Paul interacting with the church, the head of the Jewish church and the head of the Roman state. Sie sprach darüber, wie Paulus mit der Adventgemeinde und der Leiterschaft der USA interagiert. And showed how both entities, both institutions rejected the truth. Und hat gezeigt, wie beide
Institutionen die Wahrheit verworfen haben. And then she went to chapter 27. Und dann ging sie zu Kapitel 27 and looked at the first ship, the ship of Adramyttium, and said, the name of that ship, which means I shall abide in death, corresponds to the experience that the church and the state had had in the previous chapter. und sah das Schiff von Adramyttium, und der Name bedeutet, ich soll im Tod verweilen, und das passt zur Erfahrung, die die Institution hatte. So I'm not getting into all the details, but she then used this to basically use the ship to represent the experience of the church and the state, the two institutions. Ich gehe nicht in alle Details, aber sie benutzte das, um die Erfahrung der beiden Institutionen zu beschreiben. And if you look at the first ship, she marked it from 1989 to the Sunday law. Das erste Schiff hat sie markiert von 1989 bis zum Sonntagsgesetz, which is the history of Daniel 11, verse 40, part B. was die Geschichte von Daniel 11, Vers 40 And the ist, theme of Daniel 11, 40, part B Teil B, und das Thema von Daniel 11, 40 in Teil B a simple form is the rise of the king of the north or the rise of the seventh kingdom of Bible ist prophecy. der Aufstieg des Königs des Nordens und der Aufstieg des 7. Königreichs in der biblischen Prophetie. And she shows how that model is confirmed by that first ship. Und sie zeigt, wie dieses Modell bestätigt wird durch das erste Schiff. Then we move to the second ship because when that ship stopped, Paul and the other occupants had to move into a new ship. Dann gingen wir zum zweiten Schiff, denn als das Schiff endete, gab es weitere Wegmarken für das zweite Schiff. And she basically says it represents both the church and the state again. Und sie sagte, es repräsentiert auch And the Kirche und connecting Staat. link is the people that were in the ship. Und das Bindeglied waren die Leute innerhalb des Schiffs. But the theme of this second ship is different. Aber das Thema dieses zweiten Schiffs ist anders, because the name is different weil der Name anders ist. Lessing, if you can go a and the little bit, history is different. if we can go a little bit faster, otherwise we'll run out of time. Okay. Er soll sich beeilen, weil die Zeit knapp ist. Okay. Okay, so I was saying the name is different and the history is different. Also der Name und die Geschichte sind anders. So considering the history, she then extended the ship back to 1798, like you did. Alexandria goes back to 1798. That's where it begins its journey. Also sie hat dann die Geschichte eben bis 1798 zurückgeführt. And then she went further to look into the history and said ships of Alexandria would transport grain to the Roman Empire from Alexandria in Egypt all the way to Italy, and the base was Puteoli. Und dann hat sie gesagt, dass das Schiff von Alexandria die Leute von Alexandria bis Puteoli brachte. So even though the second ship was wrecked, Also auch wenn das zweite Schiff Schiffbruch erlitten hat, when the third ship came, she made it a continuation of the second ship because it's the same theme. als das dritte Schiff kam, hat sie das als eine Fortführung des zweiten Schiffes angesehen, weil das ein Thema ist. And she applied that ship from the close of probation to the second advent. Und sie hat dieses Schiff angewendet vom Ende der Gnadenzeit bis zur zweiten Wiederkunft. And that seems to confirm models we already have about the role of the United States in Adventism extending from 1798 to the second advent. Und das scheint die Modelle zu bestätigen, die wir bereits hatten, nämlich die Rolle der USA, die auch vom Ende der Gnadenzeit bis zur So my Wiederkunft question is, führt. rule number 4 of Miller's rule says we should bring all the information we have on a subject before we form a theory or make an application. Also meine Frage ist, wir sollen nach der Miller-Regel alle Themen zu einem Thema zusammenbringen, bevor wir eine Theorie machen oder eine Anwendung.
So the first part of my question is, did you consider that application that Elder Tess made? And the second part is, how do you then justify, how do you transition from what she put in place to the application you made? Also erster Teil meiner Frage, beziehst du das Studium von ältester Tess von dem Schiff auch in Betracht und wie verbindest du deine Anwendung und ihre? Okay, so I will just summarize Blessing's question. Ich würde die Frage von Blessing kurz He's asking about a zusammenfassen. study of Elder Tess where she put the third ship forward in the line. Er fragt nach einem Studium von ältester Tess, wo sie das dritte Schiff an das zweite Schiff noch in der Linie Specifically anhängte. from the close of probation to the second advent. Insbesondere vom Ende der Gnadenzeit bis zur I believe it Wiederkunft. was in 2020. Ich around glaube, that das time. war 2020. The question is how then I'm using the same ship and applying it to a different part of the line. Die Frage ist, wie benutze ich das gleiche Schiff und wende es auf einen anderen Teil der Is Linie that an? right? Richtig? Not quite. It's did you consider the application that she made? And then how do we move from that known to a new application? Hast du diese Anwendung von ihr in Betracht gezogen und wie gehst du dann über zu deiner Anwendung? Before you answer that, Pedro, Bevor du das beantwortest, Blessing, do you see what he has done Blessing, siehst du, was er getan hat? and you disagree with what he's done? Und stimmst du damit nicht überein, was er getan hat? I disagree with it because I think it's the same theme. So Ich it's a stimme damit continuation, not a new story. nicht überein, weil ich denke, es ist das gleiche Thema, also es ist eine Fortführung und nicht eine neue Geschichte. Is that the only problem that you see? Ist das einzige Problem, das du siehst? No, it's not the only problem, but Okay. yeah. Pedro, if you carry on. So I will skip the part of the question that says if either I knew about application before I did this. Ich überspringe den Teil der Frage, ob ich diese Anwendung kannte, bevor ich diese Linien machte. And I want to stick to the theme, as Blessing said. Ich möchte mich mit dem Thema befassen, wie Blessing das gesagt hat. And my answer would be, I believe Elder Tess and I made a different application of this ship. Meine Antwort wäre, älteste Tess und ich machen eine andere Anwendung von diesem Schiff. It's not only that a symbol can have more than one meaning, Nicht nur, weil Symbole mehr als eine Bedeutung haben können, but I believe I stick to the actual theme of this chapter, sondern ich glaube, ich hänge an diesem eigentlichen Which is the Thema institution. dieses Kapitel, nämlich die and I believe the institution begins in 1798. Institution. Ich glaube, die Institution beginnt 1798 And it ends as Sunday law. und endet am Sonntagsgesetz. And I don't disagree with Elder Test application. I just believe it's another application. Und ich stimme mit der Anwendung von ältester Tess überein. Ich glaube, es ist eine andere Anwendung. Of the same ship. Blessing, can you do that? A different Yeah. application of the same ship. Kann man das machen, Blessing? Eine andere Anwendung vom gleichen Schiff? I don't think so. Okay, no, Ich you say glaube no. nicht. Pedro? See, I believe we can do it. Ich glaube, wir können das tun. Blessing, why do you say we cannot do that? Warum können wir das nicht tun, Blessing? I'm saying it can't be done in this context Ich because sage, the, in diesem Kontext können wir das nicht tun. the basis of the applications is the themes of the ships. Weil die Grundlage der Anwendung ist das Thema des Schiffs. You actually have two different ships. Du hast zwei unterschiedliche Schiffe. One is Adramyttium, which is one theme. The other is Alexandria, which is another theme. Das eine ist Adramyttium, ein Thema. Das andere ist Alexandria, das zweite Thema. And the one of Alexandria is not split into two themes.
Und das von Alexandria ist nicht in zwei Themen Well, getrennt. what I It's a said is, continuation of the same theme. I'm Es going ist to eine move on. Fortführung des gleichen Themas. I'm going to move on to Curtis. I think you've made your point. Ich denke, du hast deinen Punkt gemacht. Wir gehen weiter mit Curtis. Um, I'm working on the assumption, Pedro, that you, in the ship of Alexandria and Adramyttium, not the third one you discussed, you're Ich denke- developing upon the study that Aldertest did on Acts 27. Could you repeat? That was too long. Could you put your video on, please? Mine? It's on? Die Frage habe ich leider nicht And you're not verstanden. necessarily making a different application from what she's done. Also ich denke, du machst nicht wirklich eine andere Anwendung von dem, was sie getan hat. So that being said, when we consider symbols being used within a story or a parable, Wenn wir Symbole in Betracht ziehen, die innerhalb einer Geschichte oder eines Gleichnisses benutzt werden, as you've pointed out, we often use symbols differently, but that's dependent on the story that you're telling. wie du gesagt hast, benutzen wir oft Symbole unterschiedlich und das hängt von der Geschichte ab, die du erzählen willst. So, for instance, we use the symbol of locusts to represent the armies of Rome, but in another story, we use the symbol of locusts to represent radical Islam. Zum Beispiel haben wir das Symbol der Heuschrecken, um die Armee Roms zu symbolisieren, und in einer anderen Geschichte haben wir es, um den radikalen Islam zu symbolisieren. Ellen White will take one parable and make a different application of the field in the wheat and tares that Jesus makes, but she's telling a different story. Ellen White nimmt das gleiche Gleichnis über das Feld, aber sie macht eine andere Geschichte, als Jesus es macht. So if you are telling the same story as has been told by Elder Tess in Acts 27, Also erzählst du die gleiche Geschichte wie älteste Tess in Apostelgeschichte 27? when you get to verse 37 of Acts 27, Wenn du zu Vers 37 gehst von Apostelgeschichte 27, and we identify this number 273 based on that number minus the three Paul, Aristarchus, and Luke. als wir die 273 identifiziert haben, also diese Zahl minus Paulus, Aristarchus und Lukas, That gets associated with the symbol of Levites das geht in den Zusammenhang mit dem Symbol der because Leviten. of several proofs of evidence, one being in Numbers where the number of priests needed to be made up. Es gibt mehrere Beweise dafür, die Zahl der Priester und Leviten. So this symbol is tied to Levites in previous studies of Acts 27. Also dieses Symbol wird mit Pyrrhus verbunden in früheren Studien von Apostelgeschichte 27. But you've used the symbol of the people on the ship as Congress. Aber du hast das Symbol der Leute auf dem Schiff als Kongress gedeutet, In the same story. in der gleichen Geschichte. And my question is, do you have precedent to do that type of methodology? Meine Frage ist, hast du die Erlaubnis, diese Art der Methode zu machen? And if so, what is that precedent? Because one of the key rules that we use to establish what we believe Also gab es das schon mal? Denn eine der Schlüsselregeln ist, die wir benutzen, is this idea of threading, telling a consistent story in the story you're telling. diese Idee der Wegmarken, die verbunden werden, nämlich dass man eine Geschichte erzählt, die hindurchgeht durch alle Wegmarken. Yeah, does my question make sense? Macht Yeah, die Frage Sinn?
If in a I nutshell, if I can tell me the question. summarize, Oh yeah, summarize, please. 273 is a symbol of the church, people Zwei- in the church. 273 ist ein Symbol für die Kirche, also die Leute in der Gemeinde. And Pedro is using those same people as a symbol of Congress. Und Pedro benutzt die gleichen Leute als Symbol für den Kongress. Is that your question? Ist das deine Yeah. Frage? Yeah. How can you do that, Pedro? That's the question. So let me quickly go to, I don't know if I can paste this. Oh, I can take it like this. So the beginning of my answer is Der Anfang meiner Antwort ist, the ship is two institutions, not only one. das Schiff sind zwei Institutionen, nicht nur eine. The 273 is talking about people in the SDA ship, if we can say that. Die 273 spricht über die Leute in der Institution oder im Schiff der Adventgemeinde. But I don't think we have considered that it's talking about the church, not about the US institution. Ich denke, es spricht hier über die Gemeinde und nicht über die USA. So I will use this. I haven't presented this, Ich habe das Because hier I'm nicht still working it out. präsentiert, weil ich arbeite noch daran. but if we're saying that Paul, this is Paul, Aber wenn wir And- sagen, dass Paulus we're saying that he represents the movement, die Bewegung repräsentiert, I'm not able to. So I hope you can see, because I cannot write with the pen here. I don't know why. ich hoffe, ihr könnt das so So sehen, ich if kann ja nicht schreiben. Paul is the movement, Wenn Paulus die Bewegung ist, the question is, can Paul be the movement to the USA institution as well? kann Paulus dann auch die Bewegung sein für die Institution der USA. So I think this is kind of like internal, external type of thing. Ich denke, da geht es um das Externe und um das Interne. So I agree with the application. Yes, the people in the ship are Levites, Also ja, die Leute im Schiff sind Leviten, besides Aristarchus and Luke and Paul. außer Aristarchus, Lukas und Paulus. But that doesn't tell us what they are for the USA institution. Aber das sagt uns nicht, was sie sind für die USA als Institution. So when I make the sailors Congress, Also wenn ich die Schiffsmänner also zum Kongress mache, I was forced to find, well, what are the other people in the ship? da war ich gezwungen herauszufinden, was diese anderen Personen sind auf Because dem if you read Schiff. this quote that I have just in here, Could I stop you for a moment, Pedro? yeah, Kann ich dich kurz Curtis, stoppen? Curtis, you understand his logic. Curtis, verstehst du seine Logik? Two ships, internal, external. Zwei Schiffe, intern und extern. Therefore, two groups of people, internal, external. Deswegen zwei Gruppen von Menschen, interne und externe. That's his license. I have follow-up. Sure, Das I ist have a seine follow-up question, Lizenz. but maybe I should wait for him Okay. to finish that. Do you agree with his license to do that? Stimmst du mit seiner Lizenz, das zu tun, überein? No, and Just tell us simply There- why you don't. Warum nicht? because when we look at the people in the ship, we look at their Weil wenn wir die Leute im Schiff betrachten, relationship with that institution. dann betrachten wir ihre Beziehung zu der Institution. So, for instance, we point out that Paul takes charge of the ship and now becomes the leadership of that ship. Also zum Beispiel haben wir gesagt, Paulus kümmerte sich um das Schiff, also wurde er zur Leiterschaft von dem Schiff. Between Panium and the Sunday law. Zwischen Panium und dem Sonntagsgesetz. So at each of these different waymarks, I think we should be telling the same story at each of those waymarks and how this movement interacts with both of those institutions. Also ich denke, bei jeder der Wegmarken sollten wir die gleiche Geschichte erzählen, nämlich wie die Bewegung mit den beiden Institutionen In the story interagiert. of Acts 27, at least. In der Geschichte von
Kapitel 27 zumindest. So my your response is- argument is that there's two ships, internal, Also- external, Dein Argument ist, dass es da zwei Schiffe gibt, intern und extern, but only one group of people, aber nur eine Gruppe von Menschen, which are internal die intern sind or church, oder die Gemeinde sind. and you say that church has to interact externally and internally. Und du sagst, dass diese Gemeinde sowohl extern als auch intern interagiert. In symbology, yes. Symbolisch, ja. Pedro? So I don't know how can we say this movement became leader of the USA institution. Ich weiß nicht, wie wir sagen können, dass diese Bewegung die Leiterschaft der Institution der USA übernimmt. I can see it spiritually for the SDA movement. Ich kann das geistlich sehen, als We dass are wir the jetzt leaders of that movement. für die Bewegung der Adventgemeinde sind. Wir sind die Leiter dieser Bewegung. But I don't see us interacting with the external. Aber And ich not- sehe we nicht, are the sorry. wie sie extern So I interagieren. don't see us not either interacting or being the leaders of the other portion of the coin, which is the USA institution. Ich sehe nicht, dass sie mit der Institution der USA interagieren oder deren Leiterschaft sind. That's I why want to I move believe on. Paul represents the press. Ich glaube, dass Paulus die Presse repräsentiert. I want to move on to Janice now. Wir machen weiter mit Janice. I know you had a follow-up question, but if there's time, we can do that. But I think we understand what the disagreement is. Ich denke, wir verstehen, um was es hier geht. Hi, can you hear me? Kannst du Very mich well. hören? Okay. The question I want to ask is not directly connected to what you taught or to the content of your study. Die Frage bezieht sich nicht wirklich auf den Inhalt deines Studiums, It's a more general question. sondern eine allgemeinere Frage. So, the election is in 3 days, Die Wahl ist in 3 Tagen. and let's say Kamala Harris wins. Und lass uns sagen, Kamala Harris gewinnt. Would you see that as a confirmation to the truthfulness of your study? Würdest du das als Bestätigung der Wahrhaftigkeit deines Studiums sehen? Of your whole study and its methodology? Von deinem kompletten Studium und der Methode? And the other way around, if Und she loses, andersherum, wenn sie verliert? does that mean that your interpretation was wrong and all of your study was wrong? Würde das bedeuten, dass deine Interpretation falsch ist und dass dein gesamtes Studium falsch ist? So I was wondering, how do you see that, and how would you like the movement to see that? Ich frage mich, wie siehst du das und wie würdest du wollen, dass die Bewegung das sieht? Or how would you like the movement to react or respond to any outcome? Oder wie würdest du wollen, dass die Bewegung dann auf das Ergebnis reagiert? Thank you for the question. So if we see Kamala wins the election, Wenn wir sehen, dass Kamala die Wahl gewinnt, I think it's going to take some days to know that. ich denke, es wird ein paar Tage brauchen, bis wir das wissen. That wouldn't still confirm what I understand. Das würde noch nicht bestätigen, was ich verstehe. The other piece of the story is that even winning, she doesn't become president. Weil der andere Teil der Geschichte ist, dass auch wenn sie gewinnt, wird sie nicht Präsidentin I werden. believe we should be able to see that conclusion around January 6th, January 20th. Ich denke, wir sollten dann diese Schlussfolgerung im 6. Januar oder So 20. if she Januar sehen. wins and then she doesn't become president, Also wenn sie gewinnt, aber keine Präsidentin wird, I would consider the study to be correct. dann würde ich das Studium als korrekt betrachten. Now, if we come to a 2016 scenario Wenn wir zu einem Szenario wie von 2016 kommen, where Trump won the election, wo Trump die Wahl gewonnen hat, doesn't matter that he lost the popular vote. egal ob er jetzt diese Mehrzahl Volk I would gewonnen say hat, that my application is wrong.
Dann würde ich sagen, dass meine Anwendung falsch ist. Did I answer? Habe ich das beantwortet? Yes. Ja. I just want to clarify, Pedro. Um Ist richtig zu stellen, If she wins the election, wenn sie die Wahl gewinnt, you won't know until January if the prediction is correct. dann wirst du bis Januar es nicht wissen, ob die Vorhersage richtig ist. Exactly, because if she becomes president, Yes, that's fine. the, Yeah. the study is wrong. Yes. Genau. If she loses, Wenn sie verliert, Janice's question was, is the whole study wrong? ist dann das gesamte Studium falsch? I cannot say which part of the study is going to be wrong. Certainly verse 30. Ich kann nicht sagen, welcher Teil des Studiums dann falsch ist. Also sicherlich der Vers 30, It could be the whole thing vielleicht das Ganze or just portions of it. oder We'll have Teile to work it out. davon. Das müssen wir herausarbeiten. The reason why I wanted to double check that Der Grund, warum ich das nochmal checken wollte, is I think it was Aaron's question about the anchors. ich denke, es war Aarons Frage wegen den Ankern. And you said the study stands up if you take Biden and Kamala out of the story. Du hast gesagt, das Studium steht weiterhin, auch wenn du Biden oder Kamala aus der Geschichte herausnimmst. And I think Janice has asked almost the same question as Aaron. Und ich denke, Janice hat fast die gleiche Frage gestellt wie Aaron. And I think you've said if she loses, Aber the ich denke, prediction sie fails. hat gesagt, dass wenn sie verliert, dann wird die Vorhersage fallen. If she loses, I think my prediction fails. Wenn sie verliert, dann wird meine Vorhersage fallen, denke ich. Yes, I understand that here. Ja, das verstehe ich. But when Aaron asked a similar question Aber als Aaron eine ähnliche Frage gestellt hat, based upon methodology, basierend auf der Methode, you said the study isn't dependent upon Biden and Camilla application to anchors. da hast du gesagt, dass die Anwendung der Anker zu Biden und Kamala davon nicht abhängt. Which would mean that she doesn't have to be part of the story. Das würde bedeuten, sie muss nicht Teil der Geschichte sein. And you've just said that she has to be part of the story. Und jetzt hast du gerade gesagt, sie muss Teil der Geschichte sein. Can So I just ask something? Yeah, go ahead. Didn't you mean that the names, the meanings of the names, the study doesn't depend on the meanings of the names? That's Hast du how nicht- I understood it. Hast du nicht Ja. gemeint, dass das Studium nicht auf den Bedeutungen der Namen abhängt? So habe ich das verstanden. Yes. Ja. So answering Elder Parminder, Also um Ältesten Parminder zu antworten, even if anchors do not represent a specific person like Kamala or Biden, auch wenn Anker nicht eine bestimmte Person repräsentieren wie Kamala oder Biden, my current position is that those anchors represent a democratic presidency. meine jetzige Meinung ist, dass diese Anker eine demokratische Präsidentschaft repräsentieren. If this, if the front runners, whoever that is, we know it's Wenn Kamala, is die not certified, Wenn die Kandidaten, wer auch immer das sind, momentan ist es Kamala, wenn sie nicht zertifiziert werden, but she actually won the election, aber sie dennoch die Wahl gewonnen hat, I think the interpretation would be still the same. dann denke ich, wäre die Interpretation immer noch das Gleiche. Thank you. The next person is Justina. Die nächste Person ist Justina. Thank you, Janice. Danke, Janice. My question is on the founding of the fathoms. Meine Frage bezieht sich auf die Faden. So when you placed the 20th fathom on 2021, Also als du gesagt hast, dass die Faden im Jahr 2021 platziert and werden, then at shipwreck, you said they'll
0 fathoms. Und dann bei Schiffbruch sind es keine Faden mehr, also 20 Faden 2021. Because you counted down 15, 10, and 5. Also du hast zurückgezählt 20, 15, 10, 5. And then when you put dates to those are we supposed to view them as waymarks? Sollen wir diese als Wegmarken betrachten? If so, can we have three waymarks? Wenn ja, können wir 3 Wegmarken haben? Am I losing Justina? It's just me. Yes, but Okay. her audio seems to be working. If you can answer what she said so far. I think you just returned. Justina, you said if I can see 3 waymarks in between. What else? So my question is, between 2021 and 2025, you marked 2022, 23, and 24 is the sounding of the fathoms. Also du hast diese 3 Jahre dazwischen markiert, wo diese Faden gemessen wurden. So are you making them waymarks? Are we supposed to view it as a dispensation with 3 waymarks in between? Sind das dann 3 Wegmarken? So my answer is that they are not waymarks, but it is a symbolic representation of the calculation of time. Meine Antwort ist, das sind keine Wegmarken, sondern es ist eine symbolische Repräsentation der But they're Zeitberechnung. no waymarks. Aber das sind keine Wegmarken. But when you put dates to them, what are you making out of that? Aber was machst du, wenn du hier Daten Yeah, so ranschreibst? it's to visually see what the years are Es that geht we're nur going down darum, visuell to zu sehen. 2025. That's why I put it there, just to visually see it. Ich wollte es einfach There are no nur waymarks. visualisieren. Das sind aber keine Wegmarken. It's- That's the end of my question. well, thank you, Okay. Justina. Das Ende meiner Frage. Thank you. Catherine? Hello. Oh. The sequence, it's again to do with the fathoms. Bei meiner Frage geht es auch um die Faden. The sequence in Acts 27 is as follows. Die Reihenfolge in Apostelgeschichte 27 ist wie folgt. 20 fathoms was measured, which you applied as 2021. 20 Faden wurden gemessen, das hast du 2021 angewendet. 15 fathoms was measured, which you applied as 2022. 15 Faden wurden gemessen und du hast das 22 angewendet. And then the dropping of 4 anchors, which you applied as 4 years of Biden-Harris. Und auch die 4 Anker, die geworfen werden, und du hast das auf die 4 Jahre von Biden und Harris angewendet. So the dropping of the anchors comes after the symbol for 2022, not before it. Also das Herablassen der Anker kommt nach dem Symbol der after the symbol of After the symbol of 2022. nach dem Symbol von 2022. Yeah, you've applied it to 2021. Also du hast das bei 2021 angewendet. So there is an issue with the sequencing that I can see. Da gibt es ein Problem mit der Reihenfolge, welches ich nicht sehen kann. And I wonder how you can explain why you would apply it to 2021.
Und ich frage mich, wie kannst du das bei 2021 anwenden? So what I understand is that the measurement both took place in 2021. Mein Verständnis ist, dass beide Messungen 2021 stattgefunden haben And they represent a time element. und eine Zeitmessung repräsentieren, also eine But I'm Zeit zwischen placing a beiden. symbolic layout that we can take from those two numbers. Aber ich platziere hier eine symbolische Lage darüber, eine Symbolik, die wir aus diesen zwei Zahlen So I know that it entnehmen may können. seem as if I'm saying Also ich weiß, es sieht so aus, als würde ich sagen, they measure here 2021 sie messen hier 2021 and then they measure here in 2022. und dann messen sie hier 2022. But what I understand is that both measurements actually took place in 2021. Aber ich verstehe, dass beide Messungen im Jahr 2021 But stattfanden. I'm taking those two numbers spiritually, Aber ich nehme diese zwei Zahlen geistlich, setting them in a layout lege sie aus and they're taking me to 2025. und sie bringen mich ins Jahr 2025. So I know it is not accurate, but I believe it's just symbolic. Ich weiß, es ist nicht akkurat, aber ich glaube, es ist einfach nur symbolisch. I don't need to strictly see, oh, the second measurement happened in the year 22. Ich muss That's not how I nicht see it. exakt sehen, dass diese zweite Messung im Jahr 22 stattfand. So würde ich das nicht sehen. Do you have a response, Catherine? Hast du eine Antwort darauf? For what reason would you place the 4 anchors at 2021 if it's not the sequence? Mit welcher Begründung würdest du die 4 Anker 2021 platzieren, wenn es keine Because I still Reihenfolge believe ist? that both measurements, they did happen in 2021. Ich glaube, dass beide Messungen im Jahr 2021 passiert sind. I think that's inconsistent logic to me. Ich denke, das ist keine konsistente Logik. It seems as though it's trying to have it both ways. Es scheint mir so, dass man es passend machen würde für beide Möglichkeiten. Catherine, do you have anything more to add besides your disagreement? Kannst du da noch mehr hinzufügen? No. Nein. As we all move on through the study, can all the questioners, Pedro and myself, all be on the same translator? Could we all be on the German, please, so that we're all in sync with one another? It just makes it a little bit easier. Können wir bitte alle den gleichen Sure. Übersetzer auswählen, alle Sprecher? Rogers. Rogers? Hello, Pedro. Hey, Hallo, Rogers. Pedro. I hope you can get me. I hear you. Now I see you. Okay. So I had the same question as the one Arian asked. Ich habe die gleiche Frage wie Arian. I don't hear you. Sorry. Yes. Oh, Can you we repeat? cannot hear you. Can you speak again? No, actually, you're not speaking on you are speaking on the mic of the computer. So if you can go closer to the computer eventually, or the phone. Can you say something? Can I go? You're too far. Can you go closer to the mic of the computer or the phone?
Am I Can you clear? speak? Yeah. Okay. So you said that when you come to Finland for election, You got far away again, so you have to come closer again, even closer, because actually you're not speaking in the earphones. You're speaking the mic. You choose the wrong mic to speak. You have to switch mic. On the computer, you have to switch the mic on which you speak. On the audio, you have to switch the mic. I'm going to move on to Tamina while Rogers and Snyder work out the technical problems, if that's okay. Wir machen weiter mit Tamina, während die technischen Probleme gelöst werden. Hi, Pedro. My question is about the anchors. Bei meiner Frage geht es um die Anker. We are given the detail that it's 4 anchors. Uns wird das Detail gegeben, dass es sich um 4 Anker handelt. And as we know from Acts 27 already, Und wir wissen von Apostelgeschichte 27 bereits, there's an importance to the quantity or the numbers. die Zahl oder die Anzahl ist sehr wichtig. So you have given us your thought of what the anchors are. Also du hast uns deine Gedanken gegeben, was diese Anker sind. I was wondering if you have any thoughts about the number 4, if it has any relevancy or if it's important. Ich frage mich, ob du zur Zahl 4 Gedanken hast, wenn das wichtig ist. That it's 4 anchors. Dass es gerade 4 Anker sind. Thank you for the question. I think the number gives reference to the 4 years. Ich denke, die Zahl bezieht sich auf die 4 Jahre. So the anchors would be basically each of the 4 years of Biden. Also jedes dieser 4 Jahre wäre ein Anker. I don't need the number 4 to know that this is a presidential period. Ich brauche keine Zahl 4, um zu wissen, dass sich das um eine Amtszeit eines Präsidenten handelt. I think it's nice that we have it there and it's 4. Aber ich denke, es ist schön, dass wir es da haben und es ist die Zahl 4. Can I make a follow-up question? Kann ich noch eine Frage stellen? Hopefully. For me, it's fine. Okay, Parmina is not answering, so I just ask it. So you use the number 4 as evidence that it's a democratic presidency? Also nimmst du die Zahl 4 als Beweis dafür, dass es sich um eine demokratische Präsidentschaft handelt? Not actually. Nein, nicht wirklich. I would say the number 4 gives evidence that these anchors represent presidential periods. Ich sage, dass die Zahl 4 die Zeit der Präsidentschaften ist, also eine Amtsperiode. But for me, the evidence that this is 4 years Aber der Beweis, dass das 4 Jahre sind, is based on the fact that the institution knows that they will crash soon. basiert auf der Tatsache, dass die Institution weiß, dass sie bald zusammenbrechen werden. So I would say they know that because Trump is coming back. Also ich würde sagen, sie wissen es, weil Trump zurückkommen wird. I don't think Trump is going to have a third opportunity in the Ich future. glaube nicht, dass Trump in der Zukunft noch eine dritte Möglichkeit haben wird. That's why I understand to be only one presidential term. Deswegen glaube ich, wird es nur eine Präsidentschaftsperiode geben. Together with the other evidence is 4. Zusammen mit den anderen Beweisen, also mit der Zahl 4. So at the end, that it's 4 anchors is not so important for your study. Also am Ende, dass es 4 Anker sind, ist nicht so wichtig für dein Studium. Not as much, but it's nice to have it. Nicht so sehr, aber es ist trotzdem schön, dass wir es haben.
Okay, thank you. Danke. Tyler. Tyler? Hey, can you hear me all right? Kannst du mich hören? Okay. So my question is about the anchors as well. Bei meiner Frage geht es auch um die Anker. So Aaron took my initial question about the anchors, Aaron hat meine Anfangsfrage über die Anker schon genommen. or rather we had the same question about it, Also wir hatten die gleiche Frage regarding the naming methodology. in Bezug auf den Namen und auf die Methode. So I won't go back into that question, Also ich gehe nicht nochmal zurück in diese Frage, but I'll just agree that I have concerns about that as well. aber ich habe auch Bedenken deswegen. My question is about, you said the anchors are democratic presidencies. Meine Frage ist, du hast gesagt, dass die Anker die demokratische Präsidentschaft ist. And you said you could prove this without the use of the names. Und du hast gesagt, du kannst das beweisen, ohne dass du die Namen benutzt. So the first part of the question is, how would you do that? Der erste Teil der Frage ist, wie würdest du das beweisen? The second question I have, which is a little relates to the anchors Die zweite Frage bezieht sich auch auf die Anker and really has to do with the sequencing that several people have brought up with the anchors as well. und da geht es auch um diese Reihenfolge, die schon mehrere Leute genannt haben, die Reihenfolge mit den Ankern. Or not just the anchors, but with the verses themselves. Oder nicht nur die Anker, sondern auch die Verse selbst. The second set of anchors never gets dropped. Die zweiten Anker, die werden nie herabgelassen. So why does that mean Harris has to win the election and then have an issue with certification? Warum bedeutet das, dass Harris die Wahl gewinnen muss und dass sie aber dann nicht zertifiziert wird? Because there seems to be an issue again with the sequencing. You're pulling that verse to the Sunday law. Weil es scheint dann auch wieder ein Problem zu geben mit der Sequenz. Du ziehst diesen Vers bis zum Sonntagsgesetz. But then you also see Biden's anchors at the end in verse 41. Aber dann siehst du auch den Anker von Biden am Ende in Vers 41. 40. Vers 40. Yeah, verse 40. Sorry, thank you. So that's my question. Das ist meine Frage. How do you prove that they represent democratic presidencies? Wie beweist du, dass sie die demokratische Präsidentschaft repräsentieren? And then how do you address the sequencing issue? Und wie gehst du dann das Thema der Reihenfolge an? Okay, thank you for the question. So the beginning of the answer, I believe, is we know America was under a Republican administration. Wir wissen, dass sich Amerika unter einer republikanischen Regierung befand. And Acts 27 say they're headed to the rocks in 2021. Und Apostelgeschichte 27 sagt, sie steuerten auf die Felsen zu in 2021. So I think it's, at least for me, it's obvious that it has to be the only other option. Also für mich die einzige Option, which is a democratic presidency. Ist die demokratische Präsidentschaft. I believe the anchors are prophesying about a return of a democratic presidency. Ich glaube, die Anker prophezeien eine Zurückkehr der demokratischen Präsidentschaft After Trump's first term. Nach der ersten Präsidentschaft von Trump. Now, about the second part of the question. Aber der zweite Teil der Frage. I said the anchors of Biden are verse 29. Da habe ich gesagt, dass die Anker von Biden Vers 29 sind. So we put 29 here.
Also hier Vers 29. But these same anchors, they reappear in Aber diese verse 40. gleichen Anker tauchen auch hier in Vers 40 auf. Yet I'm saying that in verse 30, Also ich we sage, in have Vers 30 Kamala's anchors. haben wir die Anker von Kamala. I think it's part of the overlapping of presidents. Ich denke, From das ist where- das Überlappen go der ahead. Präsidentschaft. From when they are elected and when they finally get certified and inaugurated. Von dem Zeitpunkt, wo sie gewählt werden und dann letzten Endes zertifiziert und eingeweiht werden ins Amt. If I can offer one quick follow-up. Before you do that, Tyler, what's question 1? Was war Frage 1? Question 1 is how does he show that the anchors are the democratic presidencies? Wie können wir zeigen, dass die Anker die demokratische Präsidentschaft sind? So, Pedro, can you answer how do you get anchors equals a presidential cycle? Where do you get that? Kannst du noch mal zeigen, wie die Anker gleichzusetzen sind mit einer Präsidentschaftsperiode? If you take out the names of the presidents. Wenn du die Namen der Präsidenten nun herauslässt. Yes. So the ship is going towards the rocks. Das Vers Schiff 28. steuert auf die Felsen zu in Vers 28 20 and 29. und 29. But they drop anchors to avoid crashing. Aber sie werfen die Anker heraus, um zu verhindern, dass sie gegen die Felsen prallen. That threat of ending of democracy, I believe, is January 2021. Diese Bedrohung für das Ende der Demokratie ist, glaube ich, Januar 21. Meaning that a continuation of a Republican presidency, which would have been Trump, Das bedeutet, dass wenn die republikanische Präsidentschaft weitergeführt worden wäre, also Trump, would have been the yeah. I suppose you're using logic ich gehe davon aus, du benutzt eine Logik rather than methodology or symbology. anstelle von Methode oder Symbolik. I think Tyler's question is, Ich denke, die Frage von Tyler ist, how do you get a presidential cycle from anchors? wie bekommst du eine Präsidentschaftsperiode aus diesen Ankern? Using methodology, not logic. Indem du die Methode verwendest und nicht die Logik. Let me try to separate the two. Sorry, I didn't hear that. The reason I say that Der Grund, warum ich das gesagt habe, the reason I say that der Grund, warum ich das gesagt habe, some other way other than logic, also auf eine the andere Art und symbol Weise, of the group of, we could just call them civil servants. Wir könnten diese Gruppe zivile Bürger nennen. We've already shown to be able to restrain Trump during his presidency. Oder Staatsbedienstete, die haben bereits versucht, die Präsidentschaft von Trump zu zerstören. Could be an equally valid symbol to use here. Das könnte auch ein Symbol sein, welches man hier benutzen könnte. If we're just talking about something that stops shipwreck. Wenn wir nur über etwas sprechen würden, was den Schiffbruch verhindert. I don't necessarily agree with that symbol, just that I'm offering an alternative using the same idea or logic. Also würdest du mit dem Symbol übereinstimmen? Das wäre nur eine Alternative, aber die gleiche Logik. Tyler, can you use logic to replace symbology? Kannst du die Logik benutzen, um die Symbolik zu ersetzen? I think you would need proper context to be able to do that if you were going to do that.
Ich denke, es würde bedeuten, den richtigen Kontext zu nehmen, wenn man das tun möchte, wenn man überhaupt das tun kann. Do you have a response, Pedro? Or I wanted to repeat the second question if you don't have a response to that. Hast du eine Antwort oder soll ich die zweite Frage wiederholen? I want to say that he said if we have proper context, we can do it. Use logic over symbology. Also wenn wir den richtigen Kontext hätten, dann können wir das tun. Das wäre Logik über Symbolik. I think I have proper context. Go ahead. I just said I think No, I have to proper translate. To context. translate. Also ich sage, dass wir den richtigen Kontext haben. I let Tyler get away with that, Ich lasse Tyler damit durchkommen, but the context is the symbology. aber der Kontext ist die Symbolik. Because otherwise you apply logic upon logic. Ansonsten würdest du Logik über Logik anwenden. The context has to be the symbology. Der I Kontext muss die Symbolik sein, das denke ich. I agree with that. I see what you're saying. Ich stimme damit überein. If you Yeah, don't well, have sorry? Go ahead. Sorry. No, as of now, I don't think I have a proper answer for those good questions. Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich habe jetzt momentan keine gute Antwort darauf. Second question, Tyler. Zweite Frage. The second question was about the sequencing of the verses. Bei der zweiten Frage geht es um die Reihenfolge der Verse. Summarize what you're unhappy about. Mit was bist du unglücklich? Overlapping verse 30 and verse 40 in the same waymark. Dass wir Vers 30 und Vers 40 in der gleichen Wegmarke haben und die sich überlappen. Without a reason to do that, which is what we were talking about earlier with the chopping up the verses. Ohne dass wir eine Begründung haben, wie wir das tun, so wie wir vorher darüber gesprochen haben. That was it. So, well, I think I answered already. For me, the anchors in verse 40 is Biden leaving office. Also And 30, die Anker in okay. Vers 40 sind Biden, der das Ende seiner Präsidentschaft hat. And verse 30 is just Kamala's presidency not being certified. Und Vers 30 ist einfach nur die Präsidentschaft von Harris, die aber nicht zertifiziert wird. Now, why are those anchors meaning that she won the election? I think you asked. Warum That bedeuten, was the second part of it. warum bedeuten diese Anker, dass sie die Wahl nicht gewonnen hat? So my defense was that if in the back of the ship, dropping the anchors was to certify, Am Ende des Schiffs, wo die Anker geworfen wurden, das war die Zertifizierung, without mentioning elections, ohne die Wahl zu erwähnen, because the elections would have been the year before the waymark that we have. weil die Wahl wäre das Jahr davor gewesen. I think the Bible, it's highlighting this other set of anchors Ich denke, die Bibel betont diese anderen Anker, because it means that she wants the election, weil das bedeutet, dass sie die Wahl gewonnen hat. yet never dropped. Und die Anker wurden aber nie geworfen. The follow-up to that, I guess, would just be that if we don't have a solid reason to define that symbol as presidencies, Ich denke, wenn wir keine solide Begründung haben, dieses Symbol als Präsidentschaft zu definieren, you're like 3 or 4 steps of logic down that line without defining your initial symbol, I think, properly. dann würden 3 oder 4 deine Schritte fallen, ohne dass wir deine grundlegende Symbolik definiert haben. You're now at the point where you're talking about the nuance of election versus certification. Also jetzt befindest du dich an einem Punkt, wo du sprichst über den Unterschied zwischen Wahl oder Zertifizierung. Of a different person even, Kamala Harris. Sogar von einer anderen Person, nämlich Kamala Harris. Without defining, again, I think, without the names, what those anchors even are. Ohne dass du definieren kannst, ohne den Namen, was diese Anker überhaupt sind.
Okay, so that's my logic about the anchors being a democratic presidency. Also It's meine not Logik, enough. I know it's logic and not symbology. meine Logik über die Anker, dass das die demokratische Präsidentschaft ist wohl nicht genug. Ich weiß, es ist eine Logik und keine Methode oder Symbolik. I just want to move on and ask if Snyder or Rogers have worked out their technical problems. Ich möchte weitermachen und Snyder oder Rogers fragen, ob die Technik jetzt funktioniert. Can you be able to hear me? I hear you. Okay. I'm trying to put in the video. Okay. So my question is in relation to the repeating patterns that you wrote at the beginning of the class. Bei meiner Frage geht es um das wiederholende Muster, das du am Anfang erwähnt hast. And you indicated the four-way map, 1989, 2001, 2021, and 2025. Und du hast 1989 bis 2021 wiederholt. And then you got Boston as the first way map, then Concord, Exeter, and then Shandong. Dann hast du über Concord, Exeter gesprochen und Schiffbruch. Okay, so my question is in relation to what we, like the beginning of the repeating patterns back in 2018, I believe. Meine Frage dreht sich um den Beginn dieses wiederholenden Musters, ich glaube in 2018. And I believe we went to the history of the Millerites from 1998 to 1840. Und ich glaube, es geht hier auch um die Geschichte der Milleriten von 1798 bis 1840. And also from July 21st to October 22nd, 1844. Und der 21. Juli bis zum 22. Oktober 1844. And how it was drawn was that the repeating pattern is between two major waves. Sorry, could you repeat that? How it was drawn? Yes. It was between like two smaller waves. I didn't get the rest. So you have two smaller waves. Sorry, we can't understand you. Two smaller waymarks between the two major waymarks. Okay, zwei kleinere Wegmarken zwischen zwei größeren Wegmarken. This board work, I don't think is representing what she's talking about. Is it? Ich glaube, hier bei dieser Zeichnung geht es nicht um das, um was es jetzt gerade geht. So I'm referencing the repeating patterns that was done back in 2018. Ich beziehe mich auf das sich wiederholende Muster von 2018. So Pedro has written like Boston, Concord, Exeter is a major waymark. Also Boston, Concord und Exeter als größere Wegmarke bis zum Sonntagsgesetz. Snyder, could you switch your video off, please, and just do audio? Eventuell das Video ausschalten, dann geht's besser. So my question is in relation to those repeating patterns. How can you fit them in the major waymark while we have understood them to be two smaller waymarks between two larger waymarks? Also wie kannst du dieses wiederholende Muster innerhalb der zwei großen Wegmarken platzieren? Yes, and then another, maybe a related one is... Well, let's stop there. Okay. Pedro, do you understand the question? Verstehst du die Frage? I want to know, there's two smaller ones. You mean these two in the middle or another ones? Meinst du diese beiden in der Mitte oder andere? Yes, like between 1989 to 2000, we have two smaller waymarks in between. Okay. Zwischen 1989 bis 2001 haben wir zwei kleinere Wegmarken dazwischen. Then Boston, Concord, Exeter. Boston as 1989, Concord as 1991, and Exeter as 1996. Boston als 89,
Concord als 91 und Exeter als 96. So I guess you're asking how I made 2001 and 2021 Concord and Exeter? Fragst du, wie ich 2001 und 2021 zu Concord und Exeter gemacht habe? Pedro, is that okay? Am I clear? I just want to clarify part of your question. Are you asking me Ist das deine Frage? how I made 2001 and 2021 Concord and Exeter? Wie mache ich 2001 und 2021 Concord und Exeter? Yes. Okay. So the first part of my question is that I don't believe there's two smaller waymarks here. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass es hier zwei kleinere Wegmarken gibt. In the story of this fifth line. In der Geschichte von dieser fünften Linie. I don't think they're there. Ich glaube nicht, dass sie da sind. So that's why I understand that the Concord of this period is 2001. Deswegen and glaube Exeter ich, is 2021. dass Concord in dieser Periode 2001 ist und Exeter 2021 ist. So I've never seen a study that finds all the smaller two waymarks in between using Acts 27. Ich habe noch nie ein Studium gefunden, das auch die kleineren Wegmarken definiert in Apostelgeschichte 27. That was my logic. Das ist meine Logik. While Snyder is waiting, Boston, Concord, Exeter, as you've got it, 89, 01 and 21. Did you create that, Pedro, or have you borrowed that from someone else? Hast du das kreiert, Boston 89, Concord 2001 und Exeter 21, oder hast du das von jemand anders? It is my personal understanding of the fifth line. Das ist mein persönliches Verständnis der fünften Linie. Snyder's question is, how do you justify doing that? Die Frage von Snyder ist, wie rechtfertigst du dich, das zu tun? So the way I justify it is that I understand this to be a dispensation. Ich verstehe, dass das eine Dispensation ist. And I believe dispensations have this structure. Und ich glaube, Dispensationen haben diese Struktur. Boston, Concord, and Exeter, and shut door. Boston, Concord, Exeter und geschlossene Tür. These two waymarks being the big ones for the ship. Diese zwei Wegmarken sind die zwei großen Wegmarken für das Schiff. And Schneider, you have an objection to that? Hast du da einen Einwand, Snyder? Yeah. Principal, I don't think I agree with that. I couldn't hear you. And maybe in relation to that, is where do you mark the formalization between 20? Oh, sorry. Maybe I'll just leave that because you said it's not in between. You just leave it. Okay. Also dazwischen gibt es dann keine kleineren Wegmarken. Why do you object to this, Snyder? What's wrong with it? Was ist daran falsch, Snyder? I think the story, like beginning from Boston, Concord, Exeter, it should be one concurrent story. Ich denke, die Geschichte von Boston, Concord und Exeter sollte eine Geschichte sein. And I think the story that he has been developing begins from 2021 going to 2025.
Und ich denke, die Geschichte, die er jetzt entwickelt hat, geht von 21 bis 25. Yeah, and the like I can't thread through a story consistently from 1989 to 2020. Ich sehe da keine fortführende Geschichte von 89 bis 2025. Pedro, is the basis of this line Ist die Grundlage von dieser Linie the threading of certification? Der Faden oder die Geschichte, ist das die Zertifizierung? Or the electoral cycle, which would be the same thing? Oder der Wahlzyklus, was das gleiche wäre? And is that how you get 89, 01 and 21 as Boston, Concord and Exeter? Und ziehst du daraus Boston, Concord und Exeter als 89, 2001 und 21? Is this a line of election cycles? Ist das die Linie von Wahlzyklen? So first of all, this is the line of the institution. Zunächst einmal ist das die Linie der Institution. These three waymarks, I did not make them up. Diese 3 Wegmarken habe ich nicht erfunden. That's what we have from the Midnight Cry. Das haben wir vom Mitternachtsruf. And I just have personally understood that they comprehend a dispensation. Und ich persönlich habe verstanden, dass diese eine Dispensation bilden. If you allow me to compare with another dispensation, here we have it. Wenn ihr mir erlaubt, das mit einer anderen Dispensation zu vergleichen, hier haben wir das. This is one dispensation of the ship, Das ist eine Dispensation des Schiffs and this is the other one. und das ist die andere. So you asked about the pattern or the threading. Also du hast wegen dem Muster gefragt oder wegen diesem Faden, der durch die Wegmarken hindurchgeht. I just observed the 3 waymarks that we already had. Die 3 Wegmarken, die wir bereits haben, and saw that they have a consistent pattern haben alle ein beständiges Muster, that relate the certification, vice presidents, and the transition process between one president and another. welches mit der Zertifizierung zusammenhängt, mit dem Vizepräsidenten und mit dem Zertifizierungsprozess in jedem dieser Jahre. And then I just fill in the blank, which is in the future. Und dann habe ich einfach die Lücke ausgefüllt, die sich in der Zukunft befindet. Over to you, Snyder. Okay, I think I'll stop there. Ich denke, ich höre da auf. Rogers, do you have a question? Hattest du eine Frage, Rogers? Hello, Pedro. Can you get me? I hear you well. Okay. So my question was on, you suggested that 2024 election. Du hast vorgeschlagen, dass die Wahl 2024 will be similar to the year 2000. Gleich sein wird wie die Wahl von 2000. We understand that the election of the year 2000 was very close. Die Wahl im Jahr 2000 war sehr knapp. So I think we got around 221 electoral college votes. It cut a little bit. What? For me. Can you repeat? You have bandwidth problem, Rogers, and it cuts out. That's what the issue is. No, can you come closer to the device, very close to the mic of the device, not the mic on your headphones, but the mic of the device. Right. Try again. It's still too far. Sorry about that. If you can do exactly as Snyder did it, I was able to listen to her. I'm saying Bush had 271 electoral college votes. Okay. Also die,
das Wahl der Wahlmänner. Then go ahead. 266. Al Gore. I believe that's what you said. I'm losing you. Also Bush bekam 271 Wahlstimmen und Al Gore 266 von diesem Wahlgremium. So are you suggesting that the 2024 election Schlägst du vor, dass in der Wahl von 2024, will be very close? dass das auch so knapp wird? Which then will bring issues similar to 2000? If there's going to be issues similar to 2000? Du meinst also, es gibt gleiche oder ähnliche Probleme wie im Jahr 2000? Ist das die Frage? Which will lead to Kamala not being certified. Was dann dazu führt, dass Kamala nicht zertifiziert wird. Not if she wins by a margin close to what Biden got in 2020. Wenn sie gewinnt mit einer Spanne, so ähnlich wie bei Biden es war im Jahr 2020. I think it was around 306 electoral college votes. How many? 306. Biden bekam 306 Wahlstimmen. Then how do they certify that? Wie würden Sie, also wenn das auch so ausgehen würde, wie würden Sie dann zertifizieren, glaube ich? Like what exactly happens until Trump becomes president? She doesn't with such a big margin. Also wenn Trump dann Präsident würde mit so einer großen Spanne, That's my question. wie So funktioniert I das hopefully dann? understood your question. Also wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Pedro, if you understand the question, Wenn du die Frage verstanden hast, can you repeat it? kannst du es dann nochmal Ja. wiederholen? Because I don't understand the question. Weil ich habe die Frage nicht verstanden. The first thing that I understood is how Bush 271 electoral votes were certified. Also Bush hatte 271 Wahlstimmen, wurde zertifiziert. And how does it mean that Al Gore won the election? That's what I thought. Und Bush hatte weniger. Warum hätte dann Al Gore die Wahl gewonnen? And then I understood about the big margin. Biden won over Trump by kind of a big margin. Und dann Biden gewann über Trump mit einer großen Spanne. If Kamala wins a similar way, how can they steal the election? Is that Wenn what Kamala mit einer ähnlichen großen Abstand gewinnt, wie können sie dann trotzdem Trump zertifizieren? Okay, sorry, let me clarify one point. Okay. Einen Punkt möchte ich richtigstellen. So the explanation on why election was stolen from Al Gore in 2000 Warum wurde die Wahl von Al Gore im Jahr 2000 gestohlen? was somehow clear to me because they were fighting over one state, which is Florida. Sorry, I didn't get that. So They were they were fighting fighting for one over state. the certification of Florida. Also sie haben über die Zertifizierung von Florida gekämpft. And what they were fighting over, the margin is small. Und dieser Unterschied war aber sehr klein. Will it be the same scenario in 2024? Es muss das gleiche Szenario sein im Jahr 2024, Where, for example, Kamala wins in Pennsylvania by a few votes, zum Beispiel Harris gewinnt in Pennsylvania mit ein paar wenigen Stimmen. then Trump files lawsuits, Und dann klagt Trump das an. maybe some women votes are thrown out. Could you repeat? Sorry. Can I Maybe stop some- for a minute? Sorry. These sound like political questions, not prophetic ones. Das hört sich nach politischen Fragen an, nicht nach prophetischen. I'm not sure that Pedro is qualified to answer these technical
political questions. Ich weiß nicht, ob Pedro in der Lage ist, diese technisch-politischen Fragen zu beantworten. Unless I'm missing what the prophetic question is. Außer ich verstehe nicht, was die prophetische Frage ist. Basically, I wanted to understand if Kamala wins, how does her not being certified look like? Also wie passiert es, wenn Kamala gewinnt, sie aber dann nicht zertifiziert wird? Wie kann das sein? So I would refer you to the different articles. I will share some. Some have already been shared. Ich würde dir die verschiedenen Artikel empfehlen. Manche davon wurden schon geteilt. Did I Of stop how you, they go Pedro? about. Yeah. The answer he's going to give is he doesn't know. Die Antwort, die er geben wird, ist, er weiß es nicht. Because these are political scenarios, not prophetic modeling. Weil das sind politische Szenarien und keine prophetischen Modelle. Unless I've missed something. Außer ich habe etwas verpasst. Pedro, you can finish responding. Du kannst deine Antwort beenden. So sticking to the prophetic part, Also wenn wir beim prophetischen Teil bleiben, they will be fighting over one or more states. dann streiten sie über einen oder mehreren Staaten. And how it goes specifically, I don't know. They're going to be fighting over different states. Wie genau das dann vonstatten geht, das weiß ich nicht, aber sie streiten über einen oder mehrere Staaten. And so that's it. Und das ist es. If you wanted to follow up, Rogers, you can have another. You can do that. Noch eine Frage, Rogers? I think the question I had was earlier asked by Arian. Die Frage wurde von Arian schon gestellt. Oh, okay. We've run out of time. Die Zeit ist um. In fact, we've gone over time, of course. Also wir sind über die Zeit hinaus. I want to apologize for people who wrote in their questions and didn't get an opportunity to have them answered. Ich entschuldige mich bei den Leuten, die ihre Fragen schriftlich geschickt haben und keine Möglichkeit hatten, sie zu beantworten. Maybe we'll make an arrangement with Pedro to do something about those written questions. if he's willing. Vielleicht einigen wir uns mit Pedro, wie wir mit diesen schriftlichen Fragen verfahren. I just want to make a comment. Ich möchte einen Kommentar abgeben. Of the 11 people that asked questions, Die 11 Leute, die hier Fragen gestellt haben, I was only aware of the position of 2 of them. ich hatte mir war nur bekannt die Meinung von 2 von ihnen. The other 9, I hadn't spoken to them. I had no idea what their position was, or even Zu if they den had one. anderen 9 hatte ich keine Ahnung, was ihre Meinung war oder ob sie überhaupt eine Meinung dazu haben. Just want to make that clear to everybody. Ich wollte das klar machen für alle. I hope that this has been a profitable and enriching experience for everybody. Ich hoffe, dass das für uns alle nützlich war, eine nützliche Erfahrung. I know that Pedro said that he will share. We've already shared his quotes with the members. He said he's going to share his presentation notes, I think. Pedro hat Yes. gesagt, er teilt auch seine Notizen von der Präsentation, nicht nur die Zitate. So we will share that. Also wir werden diese teilen mit den Mitgliedern. You've heard the various questions and concerns that the questioners had. Ihr habt die unterschiedlichen Fragen und Bedenken gehört, die die Fragenstellenden hatten. I don't know if you're willing, Pedro, to answer people's personal questions. Ich weiß nicht, Pedro, ob du bereit bist, die persönlichen Fragen von Leuten zu beantworten. The ones that are written, No, if people ask you follow-up questions. Also wenn dir Leute jetzt noch Fragen stellen, I don't have a problem. er hat damit kein Problem. If anybody has any questions, Wenn irgendjemand Fragen hat,
I guess particularly based on the 11 questions that were asked, insbesondere basierend auf diesen 11 Fragen, die gestellt wurden. Pedro's willing to communicate with you or dialogue with you. Pedro ist bereit, mit euch direkt zu kommunizieren. I hope everybody feels that they have been served well. Ich hoffe, jeder spürt, dass er oder sie gerecht behandelt wurde. I hope you feel that you've been served well and fairly, Pedro. Ich hoffe auch, Pedro, dass man mit dir gerecht und fair umgegangen ist. Don't have to answer. Du musst darauf nicht antworten. And I want to thank the questioners. Und ich danke auch den Fragenstellenden. And I want to thank everybody for joining us. Und danke an alle, dass ihr dabei wart. Having said that, if we're okay to close with prayer. Wir beenden mit einem Gebet. Holy God, we thank you Heiliger Gott, wir danken dir for the privilege of exploring and understanding your word. für das Privileg, dein Wort zu untersuchen und zu verstehen. Many of us know the difficult position that Pedro has been in today. Viele von uns wissen, dass Pedro sich heute in einer schwierigen Lage befand. He has carried himself in an exemplary way. Er hat sich selbst in eine Lage gebracht, die ihn herausstellt. We thank you for his dignity Wir danken ihm, dir für seine Demut and his honesty. und seine Aufrichtigkeit. It's up to us, Lord, that you have given a responsibility Es liegt jetzt an uns, Herr, dass du uns eine Verantwortung gegeben hast, to understand the truth, die Wahrheit zu verstehen, individually and collectively. individuell und als Gruppe. May we use today's studies Mögen wir die Studien von heute benutzen, to understand clearer um deutlicher zu verstehen, our individual and our corporate responsibility. was unsere individuelle und unsere gemeinschaftliche Verantwortung ist. In Jesus' name, In Jesu Namen. Amen. Amen.